Du gehörst zu Tristan. Das habe ich verstanden und ich werde es respektieren, versprochen. Ich will mit dir zusammen sein. Einverstanden. Es hat mich doch sehr stutzig gemacht, dass Sie sich so geweigert haben, die Gelder auszuzahlen. Da habe ich den netten Herrn Schmidt gebeten, die Finanzen der Bank zu überprüfen. Komplett. Er ist weg. Du hast es versprochen. Brandmast weg, das ist der Mann mit der schweren Bronchitis. Bitte sagen Sie am Empfang Bescheid, vielleicht ist er ja noch im Haus. Sofort! Was willst du? Arno, Gott sei Dank, du hast uns einen Wahnsinnsschrecken eingejagt. Wo bist du denn? Komm bitte wieder hier hoch auf die Station, ja? Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Okay, du bist sauer, weil ich nicht dafür gesorgt habe, dass du gleich nach Hause kannst, aber... Du hast es mir versprochen. Und ich dachte, ich kann mich wenigstens noch auf dich verlassen. Ja, das kannst du auch. Aber Daniel war der Ansicht... Die Meinung anderer ist hier also wichtiger als das, was ich will, ja? Hallo, es geht doch nicht um irgendeine Meinung. Es war sein dringender ärztlicher Rat. Das interessiert mich nicht. Arno. Hallo? Er hat das Gefühl, dass ich ihn verraten habe. Charlie, das hast du nicht und das weißt du auch. Es wäre unverantwortlich gewesen, ihn in seinem Zustand zu Hause zu lassen. Ah, das war sehr tröstlich. Jetzt läuft er irgendwo da draußen rum, niemand hilft ihm und keiner kümmert sich um seine Bronchitis. Ich habe im Empfang Bescheid gesagt. Vielleicht ist er ja noch im Haus. Da waren Straßengeräusche im Hintergrund. Arno hat recht. Ich habe sein Vertrauen missbraucht. Also, an der Nummer musst du wirklich noch ein bisschen arbeiten. Was macht denn der überhaupt hier? Verreist du? Ich dachte, es ist endgültig Zeit, bei meinen Eltern auszuziehen. Hast du denn schon was Neues? Naja, ich dachte, ich ziehe zu dir. Tristan, Einen doppelten Espresso, bitte. immerhin heiraten wir. Da ist es doch normal, dass ich... Kannst du bitte auch mal was dazu sagen? Ich finde, das ist eine ganz hervorragende Idee. Ey, Eine Nullrunde für alle. Es war ja wohl klar, dass Elisabeth keinen Anlass zur Freude gibt als Gremiumsvorsitzende. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen... Könntest du es bitte sein lassen? Das macht mich wahnsinnig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich ausgerechnet von Ansgar manipulieren lässt. Er ist ein fähiger Geschäftsmann und das weiß sie. Sie weiß aber auch, dass er immer nur seine eigenen Interessen verfolgt und dass er die Kontrolle im Gremium übernehmen will. Vielleicht blendet sie das aus. Warum sollte sie? Ach, weil Elisabeth absolut unfähig ist, eine eigene Entscheidung zu treffen. Und sie hält sich jetzt notgedrungen an das, was Ansgar ihr einflüstert. Unter dem Deckmäntelchen der Risikominimierung. Ihr macht immer wieder den gleichen Fehler. Ihr unterschätzt mich. Ich bin nicht Ansgars Marionette. Und ich werde mich auch nicht allein auf sein Urteil verlassen. Ich habe einen Wirtschaftsprüfer beauftragt, sich die Bilanzen der Lahnsteinbank vorzunehmen. Du hast was? Na, das ist ja schön, dass ihr so fröhlich seid. Aber eigentlich bin ich nicht gekommen, um für Heiterkeit zu sorgen, sondern um über die Umsatzzahlen von LCL zu sprechen. Und die sind leider gar nicht erfreulich. Also können wir? Von mir aus können wir los. Nach Hause. schlimm, wenn du schon mal ohne mich fährst. Ich würde mich gerne noch um mein Brautkleid kümmern. Auch gut, dann helfe ich dir bei der Auswahl. Auf gar keinen Fall, das bringt Unglück. Oh nein, jetzt sag mir bitte nicht, du stehst auf sowas. Naja, sagen wir mal so, bei wichtigen Ereignissen gehe ich lieber auf Nummer sicher. Komm mal her. Außerdem weiß ich ganz genau, wer mir helfen wird.
Das war vor einem halben Jahr. Da ging der Umsatz steil nach oben. Ich lass euch mal allein. Ja. Ja, das war, als ich Incest und kurz danach Weird Fantasy auf den Markt gebracht habe. Das war ja auch sehr beeindruckend. Aber jetzt? Fast 20% Einbuße. Stagnation und Tendenz fallend. Das hat gute Gründe und die kennst du. Clarissa ist wieder da, unsere ehemalige Chefdesignerin liegt im Koma und Rebecca ist neu, sie muss sich erst orientieren. Das ist doch alles keine Entschuldigung. Elisabeth, die letzte Kollektion ist nicht ganz so eingeschlagen, wie ich es mir erhofft habe. Da steckt man manchmal nicht drin. Aber genau das ist Ihre Aufgabe. Geben Sie den Kunden das, wonach Sie unbewusst verlangen. Bringen Sie Linie CL wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Oder ist Ihnen Ihre Begabung abhanden gekommen, Aufsehen zu erregen? Helen hat dir dieses Dossier hinterlegt. Spannende Sache, wenn du mich fragst. Na, zum Glück zählt ja aber noch meine Meinung und nicht deine. Entschuldige bitte, aber einen Van Gogh anbieten zu können, ist sensationell, ja. Die Erben sind extrem wählerisch. Und dass sie dem Auktionshaus auch nur ein Bild angeboten haben, das ist, meine, spektakulär. Also immerhin dürfte der Preis spektakulär sein. Na, dein Kunstverständnis. Du hast übrigens Besuch. Die letzte Wirtschaftsprüfung war doch erst vor einem Jahr, oder? Er hatte sämtliche Vollmachten. Ja, schon gut. Die wandelnde Büroklammer habe ich unserer Interimsgremiumsvorsitzenden zu verdanken. Elisabeth? Langweilig. Die sehen aus wie Werbefotos für einen Drogeriemarkt. Bist du da nicht etwas überkritisch? Da hättest du mal eben die heilige Elisabeth hören müssen. Hey, du treulose Tomate, einfach meinen Anruf wegdrücken, das geht ja gar nicht. Wir sprechen später weiter, ja? Marlene, meine Liebe, hat dir niemand beigebracht, dass es etwas zu bedeuten hat, wenn ein Anruf weggedrückt wird? Dass derjenige sein Telefon nicht bedienen kann? Was gibt es, dass du so penetrant nervst? Ich brauche deine Hilfe. Ah, und das soll jetzt meine Belohnung sein. Das ist ja großzügig. Brautkleidalarm, bitte, du musst mich unbedingt beraten. Das heißt, zwischen Tristan und dir ist alles wieder am Reinen? Marlene, ganz ehrlich, das ist die beste Nachricht des Tages. Ich habe eine Lösung für dein Problem. Du gehst mit mir shoppen sofort. Falsch. Ich lasse dir das Brautkleid von LCL entwerfen. Was sagst du? Nur 2 Worte. Nein, danke. Nein, danke. Du nimmst mich auf den Arm. LCL entwirft exklusiv das Märchenbrautkleid für den Musicalstar Marlene von Lahnstein. Das kannst du nicht ablehnen. Doch, du hast nämlich eine klitzekleine Kleinigkeit vergessen. Wer würde denn das Brautkleid entwerfen? Richtig, Rebecca. Sie ist Profi. Sie wird absolut kein Problem damit haben. Du hast aber auch schon mal besser gelogen. Und abgesehen davon habe ich ein Problem damit. Tanja, sie war in mich verliebt. Und du ein klitzekleines bisschen in Das sie? ist völlig unsensibel und geschmacklos. Für jeden von uns. Schon gut. Auch für Tristan. Schon gut. Ich gehe trotzdem nicht mit dir shoppen. Ich muss ganz schnell eine Strategie finden, um LCL wieder ganz nach oben zu bringen. Tja, klingt zumindest so, als hätte ich die wesentlich angenehmeren Probleme. Vielleicht ist Opa auch einfach nach Hause gegangen. Ich werde wirklich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wo wir noch suchen sollen. Wir finden ihn schon. Was ist denn, wenn du Ricardo anrufst? Vielleicht hat der eine Idee, wo Arno steckt. Das wird schlecht gehen, weil ich habe Ricardo überzeugt, sein Handy abzugeben, bevor er auf den Jakobsweg geht. Wo bist du denn jetzt hin? Na, die Gegend absuchen. Ach, Andi, das bringt doch nichts. Selbst wenn wir alle losrennen, Düsseldorf ist nicht so klein. Was willst du machen? Willst du rumsitzen und gar nichts tun? Ich meine, wir könnten ja Flyer machen mit seinem Foto drauf und in der Stadt verteilen. Dass wir die fertig haben. Wir jagen eine Suchmeldung über den Sender. Ein Kumpel von mir arbeitet bei Radio Düsseldorf. Das ist super. Na los, worauf wartest du? Nein, Olli, das lassen wir besser. Warum das denn? Ja, damit könnten wir auf einen Schlag zigtausend Leute erreichen. Ja, aber was das bei Arno auslöst, darüber denkt keiner nach. Naja, er ist doch abgehauen, weil er sich von mir verraten gefühlt hat. Und jetzt machen wir seine Krankheit auch noch öffentlich übers Radio. Das macht doch seine Situation nur noch schlimmer. Also ehrlich gesagt, viel schlimmer finde ich, dass er irgendwo da draußen alleine rumirrt. Ohne Medizin, ohne alles. Und dass Opa wahrscheinlich gar nicht mehr mitkriegt, wie krank er ist. Welche Alternativen haben wir denn? Uiuiui, das hört sich aber gar nicht gut an. Ey, ich bin's nur. Kein Grund, sich zu erschrecken. Hoffe ich jedenfalls.
Ganz schön hartnäckig, so ein Husten. Anstrengend. Was hat denn Daniel dazu gesagt? Der hat dich nicht untersucht? Doch. Und er hat mir einiges dafür mitgegeben. Gut, dann nimm das aber auch, ja? Doch, ja. Wartest du auf Tante Schneider? Wie kommst du denn darauf? Ich dachte, sie holt dich ab oder fährst du mit dem Taxi nach Hause? Niemand muss mich hier abholen. Das ist ein Spaziergang. Das ist gut. Bei dem Wetter, das hat dein Freund auch gesagt. Na, dann ist das so. Ja, also, hat mich gefreut. Jessica, schönen Tag noch. Weißt du was? Was hältst du davon, wenn ich mitkomme? Nein, nein, danke, du, das ist nicht nötig. Widerrede, es ist so ein wunderschöner Tag, den sollten wir genießen. Das war knapp. Also, wenn Sie ein bisschen Hilfe brauchen. Danke, ich komme hervorragend zurecht. Sehr schön. Sie glauben ja gar nicht, wie entspannend so ein bisschen Indoor-Golf am Mittag sein kann. Vor allem, wenn man den ganzen Tag so gebückt über den Büchern sitzt. Aber wem sag ich das? Sie kommen ja noch seltener vom Schreibtisch hoch als ich. Macht Ihnen das eigentlich Spaß, den ganzen Tag in den Bilanzen anderer Leute zu stöbern? Wenn ich nicht dabei gestört werde, dann ja. Ich stelle mir das hier ziemlich frustrierend vor. Haben Sie die ganze Zeit mit Millionenbeträgen zu tun. Und was verdienen Sie selbst? Naja, für einmal Kanaren und einmal Garmisch im Jahr wird's schon reichen. Sie erwarten ja wohl nicht, dass ich darauf antworte. Victoria, kannst du Gedanken lesen? Wieso? Das hast du doch bei mir bestellt. Ja, aber du hast dem lieben Herrn Schmidt ja gar nichts mitgebracht. Ja, weil er nichts wollte. Der gute Mann ist einfach zu bescheiden. Nein, der Mann ist einfach nicht bestechlich. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass er Sie damit bestechen wollte, oder? Das nennt man einfach Gastfreundschaft. Also Sie sollten wenigstens diesen köstlichen Apfelkuchen probieren. In Gottes Namen bringen Sie mir ein Stück. Und bitte dazu einen Kaffee. Mit Milch und Zucker? Schwarz. Und seien Sie so nett und quittieren Sie mir 4,50 €. Oder ist das zu wenig? Und ich finde es immer noch nicht in Ordnung, dass ausgerechnet du mit mir das Brautkleid kaufen gehst. Wenn es denn dann mal dazu käme. Ja, es war eben keins perfekt. Ist vielleicht auch besser so. Es ist ein ganz schlechtes Omen, wenn der Bräutigam das Kleid vor der Hochzeit sieht. Du und dein Aberglaube. Printkampagnen und Plakatierung müssen mehr in den Fokus. Fragt sich nur, wann diese Maßnahmen greifen. Das reicht nicht. Wir brauchen ab sofort eine Gewinnmaximierung. Ich dachte immer, ein Gutmensch wie Elisabeth hat Verständnis für die Situation der letzten Monate. Ich habe gleich einen Termin mit einem Stoffdesigner, wenn ihr auf mich verzichten könnt. Ich will ja nicht provozieren, aber in einem hat Elisabeth recht. Du hattest schon mal mehr Biss. Die Inzestkampagne war zwar geschmacklos, aber erfolgreich. Clarissa, uns läuft die Zeit davon. Ich schlage vor, du bringst dich mit ein paar konstruktiven Bemerkungen ein. Nun, ich wollte dir nur die Chance geben, selbst auf das Naheliegende zu kommen. Könntest du Klartext reden? Was hältst du davon? Neue Chefdesignerin. Entwirf Brautkleid für Geliebte. Das wird die Verkaufszahlen in die Höhe jagen. Was meinst du? Mailbox? Oben bei uns ist er nicht. Ein Versuch was wert, aber wenn ich an seiner Stelle wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich irgendwo da verstecken, wo mich keiner findet. Timo hat leider recht. An den üblichen Plätzen brauchen wir Arno erst gar nicht zu suchen. Machen wir das Radio lauter. Wir finden ihn ganz bestimmt. Leonie, wenn ihm meinetwegen was passiert. Achtung und Augen auf, liebe Düsseldorfer. Eure Mithilfe wird gebraucht. Ein Mann wird vermisst. Das verzeiht er mir nie. Der Gesuchte ist heute am späten Vormittag aus dem St. Vinzenz Krankenhaus verschwunden. Er ist Ende 60, ca. 1,85 groß und hat graue Haare. Er trägt dunkle Jeans und ein blau-grau kariertes Hemd. Der Vermisste hat eine schwere Bronchitis. Die reden von dir? Unsinn. Nein. Arno? Direkte Ansprache könnte schwierig sein, da er an Alzheimer Wieso bist du aus dem leidet und Krankenhaus abgehauen? möglicherweise Kann auch Daniel fragen oder Tante Schneider.
Andi ist nicht mein Sohn. Aber gestern habe ich es geglaubt. Meine klaren Momente, sie werden immer seltener. Hast du mal dran gedacht, wie es Charlie geht oder deinen Enkeln? Die suchen im Radio nach dir. Alter Mann entlaufen. Hat Alzheimer. Vorsicht. Arno, die haben eine Riesenangst um dich. Nein, kein Krankenhaus mehr. Ich möchte euch alle noch einmal um mich haben. Ohne mich immer fragen zu müssen, mit wem ich gerade rede. Und nicht in einem Krankenhaus. Gut. Was hältst du von einem Kompromiss? Ich gehe mal davon aus, dass Ihnen uneingeschränkte Einsicht in sämtliche Akten gewährt wird. Sagen wir so, ein wenig Nachdruck meinerseits war dazu schon nötig. Sag mal, wie sieht das hier eigentlich aus? Das ist die Karte unseres Unternehmens. Räumen Sie vielleicht den Scheiß hier auf. Die waren übrigens für den Wirtschaftsprüfer. Das ist mir doch egal. Was soll das? Ich habe keine Kopfschmerzen. Das ist Baldrian. Warum soll ich das nehmen? Er ist überaus nervös. Gibt es einen Grund dafür? Das kann ich noch nicht sagen. Aber er wollte herausfinden, ob ich bestechlich bin. Sind Sie sicher? Ich habe ständig mit Menschen seines Kalibers zu tun. Und ich weiß sehr gut, wie der Versuch einer Bestechung gewöhnlich eingeleitet wird. Danke für Ihre Offenheit. Jetzt bin ich auf die Ergebnisse erst recht gespannt. Sag mal, was sollte eigentlich diese alberne Nummer mit dem Kuchen vorhin? Danke. Das war keine Nummer. Ich wollte nur wissen, ob er bestechlich ist. Ah, dann weiß er jetzt Bescheid. Und hast du keine Sorge, dass er Elisabeth davon erzählt? Das will ich doch stark hoffen. Wie? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wenn du wirklich nichts zu verbergen hast, wie du behauptest. Das ist keine Behauptung. Ja, aber warum willst du dann prüfen, ob Schmidt bestechlich ist? Das kann dir doch völlig egal sein. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Elisabeth glaubt, dass er unbestechlich ist. Das verstehe ich nicht. Das musst du auch nicht. Ich glaube, dann wird es aussehen wie eine halbe Hochzeitstorte. Geschmacksrichtung Pistazie. Bitte, was willst du da? Das Kleid ist ja wohl der absolute Traum. Du meinst ja wohl hoffentlich Albtraum. Super. Wunderschön. Dann? Bereit? Arno, da bist du ja. Hör zu, mach das nie wieder. Nie, nie wieder. Also eigentlich müsste ich auf dich sauer sein. Wegen der Geschichte mit dem Radio, ja, das tut mir auch schrecklich leid. Ja, mir auch. Oh. Herr von Lahnstein? Herr von Lahnstein? Stellen Sie Ihrem Chef, dass seine durchsichtigen Bestechungsaktionen Konsequenzen haben werden.
mit mir. Nicht mit mir. Wie schön. Dann hast du meine Bilder ja bekommen. Hab ich. Wer immer dir diesen Ausbund an Scheußlichkeit aufgezwungen hat, verklag ihn. Oh, warte Sekunde, es klopft jemand an. Kim, ich hol dich schnell dazu. Na, Zwerg? Gefällt dir wenigstens mein Outfit? So geil. Ich hab mich weggelacht. Ich glaube, du verstehst das nicht. Marlene meint es todernst. Nee, komm. Das kannst du echt nicht bringen. Davon kriegt man Augenkrebs. Und du verlierst mit einem Schlag all deine Freundinnen. Und deine Schwestern gleich dazu. Ach komm schon, ihr seid doch nur neidisch. Nein. Ich muss jetzt auch leider aufhören, ich muss weitermachen. Die haben fantastische Brautjungfernkleider für euch. Tschüss, ihr Süßen. Böses Mädchen. Erinnerst du? Ich wollte nicht lauschen, aber ich zeige Ihnen natürlich gerne auch die Brautjungfernkleider. Ja, das ist total nett. Es ist nur leider so, dass unsere Zeit nicht mehr ausreicht. Ich verstehe, Frau von Landstein. Sie sind doch Marlene von Landstein. Ja. Ich werde allerdings keinen Kommentar zum Artikel in der Glanz und Gloria abgeben. Ich liebe meinen Verlobten. Natürlich, es ist nur so, wir sind glühende Fans von Ihnen. Und wir freuen uns, dass Sie in einem von unseren Hochzeitskleidern heiraten wollen. Hast du noch mal in Ruhe über meinen Vorschlag nachgedacht? Ohne störende Emotionen? Meine störenden Emotionen nennt man freundschaftliche Gefühle. Schade, dass du sowas nicht zu haben scheinst. Sprichst du jetzt etwa über uns? Gott bewahre, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Marlene ist meine Freundin. Ich werde ihr nicht vor den Kopf stoßen, nur damit wir mehr Presse haben. Wenn ihr wirklich so gut befreundet seid, dann weiß sie ja, wie du tickst. Das wird sie verstehen. Clarissa, Ende der Diskussion. Jetzt verhältst du dich aber nicht sehr konstruktiv. Wir können uns ja später noch mal zusammensetzen, wenn du willst. Heute Abend habe ich ein Familientreffen, das geht vor. Und außerdem glaube ich, Elisabeth erwartet von dir eine Lösung. Mir wird was einfallen. Tja, dann. Bis morgen. Viel Erfolg. Und Opa? Mensch, Opa, das ja nicht noch mal. Hörst du? Das habe ich heute schon mal gehört. Sag mal, können wir gleich los oder braucht ihr noch ein bisschen? Ja, gebt mir 5 Minuten und dann bin ich soweit. Ja, sagt mir bitte, dass ihr gekommen seid, um euren Großvater ins Krankenhaus zu bringen. Eigentlich nicht. Was hast du denn vor? Wir, Charlie, wir. Jessica wird eine kleine Feier für mich ausrichten. Eine Feier? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Und ihr unterstützt sie noch darin? Opa, vielleicht solltest du jetzt doch ein paar Worte dazu sagen. Charlie, es ist keine wilde Orgie. Ein Abendessen mit Schonkost. Die Schonkost macht es nicht besser. Arno, du gehörst ins Krankenhaus. Du wirst mich jetzt nicht daran hindern, den Abend so zu verbringen, wie ich es möchte. Nämlich mit euch allen. Das werden wir ja sehen. Ich rufe Daniel an. Nein, ich werde nach dem Essen sofort ins Krankenhaus gehen. Das habe ich Jessica versprochen. Dies Versprochen werde ich halten. Also, lass es uns kurz machen. Du weißt, ich bin ein sturer Esel. Mach uns einfach die Freude, uns zu begleiten. Hallo, was ist das denn? Manche nennen es ein Brautkleid, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Bring das bitte in mein Büro. Was hätte ich denn tun sollen? 2 Fans von mir das Herz brechen? Das tust du spätestens, wenn sie in der Zeitung lesen, dass du dich umentschieden hast. Ja. Ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht. Dann ist es wohl das Beste, wenn du bei dem Kleinen bleibst. Auf gar keinen Fall. Wir haben uns richtig schön daneben benommen. Und weißt du was, genau dafür liebe ich dich. Und ich liebe dich dafür, dass du bei so einem Blödsinn mitmachst. Wen rufst du denn jetzt an? Naja, ich habe die passenden Schuhe, den passenden Bräutigam. Jetzt brauche ich noch die passende Trauzeugin. Tanja. Per Telefon, wie romantisch. Warum nicht gleich per SMS? Ja, stimmt, da ist was dran. Ich sag's dir dann persönlich.
Tanja von Lahnstein hier. Ich würde gerne den Chefredakteur der Glanz und Gloria sprechen. Noch nie habe ich eine Rede damit begonnen, mit einem Teelöffel gegen ein Wasserglas zu schlagen. Weingläser klingen einfach besser. Ich nutze die Gelegenheit, noch einmal mit euch zusammen zu sein. Und zwar so, wie ihr mich alle kennt. Und solange ich mich noch selbst erkenne. Lass gut sein, Charlie. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Ihr habt jetzt eines vor euch liegen. Und da ich eure Neugierde kenne, schlage ich vor, ihr öffnet es einfach. Guck dir das mal an. Nee. Nee. Nicht wahr? Nee. Hey, danke. Guck das an. Guck dir das mal an. Danke. Jessica habe ich es zu verdanken, dass ich jetzt nicht bei Vater Krankenhauskost an einem Tropf hänge, sondern diesen Abend mit euch verbringen darf. Der indische Weg der Liebe? Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Das dachte ich auch, Andi. Es geht um spirituelle Liebe, um ein großes Herz und tieferes Verständnis für die wahren Dinge des Lebens. Ja, Charlie, da ist noch Platz für ein anderes Bild. Ich wollte dir mit einem gewissen Porträt nicht vorgreifen. Ich denke, ihr wisst alle, was ich euch sagen will. Ich wünsche mir, dass ihr eure Träume nicht aus den Augen verliert. Was immer auch passiert. Schließlich habe ich selbst als alter Knochen Architektur studiert. Na, also ich hoffe, dass ihr ein wenig schneller seid in euren Bemühungen. Also ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Danke. Danke. Dankeschön. Auf Arme. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Opa. Danke, Opa. Auf Arme. Auf, Opa. Ach, du hast den Koffer. Ich habe mich schon gewundert. Sag mal, was sollte denn diese Nummer? Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Was sollte das denn? Oh, Herr Schmidt, warten Sie doch mal. Hier, den haben Sie vergessen. Falls Sie meinen, Sie könnten noch so einen plumpen Bestechungsversuch starten, haben Sie sich definitiv den Falschen ausgesucht. Ach, das glaube ich eigentlich gar nicht. Hier, ich habe noch was für Sie. Schauen Sie sich das mal an. Hübsch, oder? Das ist ja lächerlich. Ich habe den Koffer zurückgebracht. Dafür gibt es Zeugen. Mag sein. Aber was halten Sie denn davon? Einzahlungsbeleg, 50.000 € auf Ihr Konto heute. Ehrlich gesagt, wenn man das so sieht, fragt man sich ja schon ein bisschen, wie kommt so ein kleiner Sesselpupser wie Sie an so viel Geld, nicht wahr? Wenn das rauskommt, gibt es eine Menge Redebedarf und ich könnte mir vorstellen, dann sind Sie in Ihrem Job gar nicht mehr so gefragt. Steht da nicht sogar Gefängnis drauf? Ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Mag sein, aber wenn Sie die Sache publik machen, streite ich alles ab. Der Verdacht der Bestechlichkeit bleibt an Ihnen kleben wie Teer. Deswegen würde ich vorschlagen, wir lassen das Geld einfach mal auf Ihrem Konto. Ich meine, wohin wollen Sie es auch zurücküberweisen? Gönnen Sie sich doch einfach mal sich und Ihre Familie was Nettes. Ich verstehe das nicht. Warum machen Sie das? Ihre Bilanzen sind einwandfrei. Da gibt es noch keine so kleine Unregelmäßigkeit. Es ist alles tipptopp in Ordnung. Ja, genau, das ist ja das Problem. Willst du es nicht aufmachen, Clarissa? Ach, ich dachte, ich schaue es mir später an. Hast du Angst, das gefällt dir nicht? Unsinn.
Ich wäre gern dabei, wenn du es öffnest. Entschuldige, Arno. Von Lahnstein? Oh Gott, was? Nein, das war anders verabredet. Legen Sie die Unterlagen bitte zu. Eine Friedenspfeife. Ja, ein Kalumet. Ich will damit keinesfalls deinen Tabakkonsum vergrößern. Aber ich fand die Vorstellung unwiderstehlich. Eine Friedenspfeife rauchende Clarissa. Und ob du es willst oder nicht, du bist und bleibst ein Teil unserer Familie. Danke, Arno. Entschuldige, Arno, ich muss leider los. Ich habe einen wichtigen Termin. Ja, ich bringe dich zur Tür. Entschuldigung, schönen Abend noch. Tschüssi. Tschüss. Arno, vielen Dank nochmal für diesen wunderbaren Abend. Danke für deinen Besuch. Tschüss, Tom. Tschüss. Danke. Tschüss. Arno, geht's dir gut? Sehr gut. Genauso sollte dieser Abend sein. Sag mal, du glühst ja. Du hast Fieber. Ich weiß. Fährst du mich bitte ins Krankenhaus? Ja, natürlich. Eine Lungenentzündung? Leider ja. Ich sag's ja nur ungern, aber dein Zustand hätte sich definitiv nicht verschlechtert, wenn du hier geblieben wärst. Ich hätte meine Gründe. Ja, war's das wert? Eine Lungenentzündung? Charlie, dieser Abend mit uns allen, der war doch wunderbar. Den kann mir doch niemand mehr nehmen. Ich werde mein Möglichstes tun, damit du so schnell wie möglich wieder entlassen wirst. Ja, das ist gut. Versprichst du mir das? Großes Mediziner-Ehrenwort. Oh, dein persönliches wäre mir lieber. Das Schloss gehört mir. Nein, denn ich bin der fieseste Drache von allen. An mir kommst du nicht vorbei. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Ich habe Urwaldgeschrei gehört, da dachte ich, das kann's ja nur du sein, Ja, Ansgar. was gibt's denn? Reingelegt. Ich habe nur so getan, als wäre ich tot. Der Trick ist mir nämlich noch vorhin eingefallen, als wir über den Drachen geredet haben. Man muss sich totstellen, dann passt er nicht mehr richtig auf. Herr Schmidt, schön, dass Sie gleich kommen konnten. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nein, danke. Ich denke, wir sollten sofort in medias res gehen. Ja, natürlich, gerne. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich muss Sie allerdings noch etwas fragen. Hat Ansgar von Lahnstein denn nun versucht, Sie zu bestechen? Herr Schmidt? Ja, natürlich habe ich das strikt von mir gewiesen. Ja, natürlich. Dann gehe ich mal davon aus, Sie sind auf Unregelmäßigkeiten gestoßen. Das würde den Sachverhalt sogar noch beschönigen. Ich weiß nicht, wie genau er es geschafft hat, aber Herr von Lahnstein hat das Eigenkapital der Bank systematisch so stark dezimiert, dass die Bank im Moment quasi nicht wirtschaftsfähig ist. Was heißt das konkret? Wenn Ihr Unternehmen nicht bald neues Kapital reinsteckt, dann ist Lahnstein Enterprises über kurz oder lang pleite. Ich habe gesagt, ich will nicht gestört werden. Auch nicht von mir?
Dabei trage ich noch nicht mal mein Brautkleid. Marlene, was machst du denn hier? Was ist das? Sag mal, hast du nicht mal mehr Zeit, auf dein Handy zu gucken? Ich habe angekündigt, dass ich komme und dass du eine Flasche Champagner kalt stellen solltest. Gut, dass ich noch eine mitgebracht habe. Meine Güte, Tanja, du siehst ja völlig abgestresst aus. RTL frisst dich noch komplett auf. Du solltest wirklich ein bisschen mehr auf dich achten. Marlene, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit. Und was gibt's schon wieder zu feiern? Ich habe eine Trauzeugin gefunden. Das ist schön für die Trauzeugin und schön für dich. Ich meine natürlich dich damit. Ups. Und? Was sagst du? Mensch, Tanja, mit dir ist ja heute wirklich gar nichts anzufangen. Was ist denn das so Geheimnisvolles? Sag mir, dass du nichts damit zu tun hast. To